Servus Leute, herzlich willkommen zu Xenoblade Chronicles 3 Direct. Es geht los. Peggy 12. OBS meinte gerade, mich ärgern zu müssen, um meine Anzeige unten einzufrieren für die Laufzeit. Und dass ich nicht wusste, wann setze ich ein. So ein Blödsinn manchmal. You were all talk when you left here, but you've nothing to show for it, D. Oh, spare me, P. We should have sallied forth in the first place. Surely the turn is mine. I believe it's my turn next. Honestly, you make more noise than the rabble at a feast. Even if you did stop its raging flow, it will soon burst through. Well then, let us see how far the flow brings them this time. Okay, das ist dann wohl der Oberbösewicht. We each have a lifespan of 10 years. We call them terms. Life begins with our first term and ends at the close of our 10th. Victory! And over the course of those 10 years, we fight continually. What kind of pep talk is that? Of course we're gonna survive. I've thought about this a lot. About what I can achieve. What I'll leave behind. Then I think of tomorrow and the tremors are back. Das Lied ist super schön, ne? This is when I wake. Will I even be around to see them? Get ready. Now, the enemy is before you. Chase them to the ends of the world. Unchecked, Ouroboros will lead this world to ruin. You must be erased. These soldiers will nourish me, and we can always grow plenty more. Stop toying with everyone's lives! Ich muss einfach mal sagen, das Spiel sieht so gut aus. Ich weiß, es ist nur die Switch, aber trotzdem. The choice not to fight. And you made it true. That mark there. Late 10th term, eh? 3 months left. That about right? 3 more months. And then I'll be gone from this world. How many of you are getting made an example of and hopes rest this time? The lost numbers are attacking! We have good reason to meet with them. To bring peace. And to set the world to rights. But take a look around. Think about how many lives it's cost. Annihilator has started moving! This is bad, Noah. Now I want to live. To live and learn. So don't give up yet. This'll buy you some extra time. Use it. Stop this! I don't want any of your time! If the world holds our lives back, I will end it! These are our lives here! They're not some toys you can just play with! Wow. Was ein geiler Trailer. Wow. It is fate. Many have tried. But none have ever managed to escape its flow. Und die haben Unendlichkeitszeichen im Auge. Das heißt, die haben unendlich Zeit. To stay alive. Water, Okay. food, certainly. But what we need most Ist Zeit. is life itself. Nee. Okay. Taking each other's lives. Also ich gehe mal davon aus, dass die Story darum geht, dass wir Becoming your diesen Zeitfluss durchbrechen müssen. Diese 10 Zyklen, die sie haben, bevor sie sterben. This is the world of Ionios. The nations of Kevis and Agnes and their grisly conflict stand in contrast to its natural splendor. All this killing for the sake of filling one's own flame clock. From the moment of birth, fighting is all the people of Ionios learn. Their fate leads to everyone's destruction. Their lifespans are a mere 10 years. Surviving on the battlefield, fulfilling that 10-year lifespan of service,
and receiving a homecoming ceremony in front of their queen is the highest honor. Es ist ein ziemlich beschissenes Leben. Hey, du hast jetzt 10 Jahre und wenn du dann fertig bist, kommst du zu deiner Königin, dann stirbst du davor. Cool, also vor ihr dann. Their souls evaporating into the beyond as the melody of the Offseers plays. In today's presentation, we'll introduce the world of Xenoblade Chronicles 3 and follow the main character's adventures. Bitte nicht zu viele Spoiler. Die Chronicles 2 Direct damals war schon sehr... das ging ein bisschen zu weit an manchen Stellen. Countless comrades have lost their lives thanks to this filth. What do you think it's like for us? Losing friend after friend. You steal everything from us. 6 soldiers, 3 from Kevis and 3 from Agnes, were commissioned to take part in a special mission. Both parties, filled with mutual hatred, draw their weapons at first, but when they encounter a mysterious figure, they shelve their distrust and resolve to work together. Because now, kids, you share a common destiny. They'll hunt you constantly, relentlessly, without rest. There's one place that might give you a chance. Sword March. The land pierced by a great sword. Our city. Defeat the real enemy and restore the world to order. This story focuses on these 6 characters. This is what we're meant to do. To send on the voices of the departed. Also der Cast gefällt mir schon mal richtig gut. Ready, he says. From the moment I chose this muddy path. Es war wieder sehr viel Waifu-Potenzial dabei. Das wird mir da einige ein bisschen abfacken, denke ich. Da gab es ja auch schon riesige Diskussionen bei Chronicles 2 damals. Aber das gehört dazu beim JRPG. If anything, we should be questioning all that we've thought to be true. Differences are all a matter of perspective. The truth is, she's terrified. She needs someone to tell her that everything will be all right. Now fugitives of both Kevis and Agnes, these fate-defying hopefuls journey to learn the truths of their world. Their role is to convey the Queen's directives to the colonies, along with handling admin and decision-making. Our colonies regard each other as enemies. But if the consuls giving the orders are the same, it means... That these guys are mega suspicious? I suspect they may be more deeply involved than we thought. With the reason why we fight, with deciding... Das ist gerade ein richtig fetter, riesiger Spoiler. Ich meine, als wir die Typen am Anfang gesehen haben, habe ich mir schon was gedacht, dass es so ist, aber wow. Eine unermesslich weite Welt. So hot. Keep it together now, Mimi. Hey, look, there! Mimi, look! It's water! There's an oasis! Water? Water! Ich mag die Animation. Die sind wirklich gut gemacht. Da kann Bethesda noch was von lernen. Gut, das ist ja auch nicht die Creation Engine, ne? Das ist halt eine Engine, die was kann. Host to various landscapes, all filled with surreal geography to explore and diverse wildlife to encounter. Like the lands they inhabit, the wild creatures here range from docile to dangerous. Ich bin mal gespannt, ob sie es hier wieder so haben wie in Teil 2, dass du 1 Kilometer vom Gegner entfernt sein kannst und wenn der angreift, trifft er dich trotzdem. Colonies serve as the base camp for both nations,
At the heart of each colony is a Pharaonis. These are mobile bases and devastating weapons of war. Und wahrscheinlich kann man die kaputt machen, oder? Dine. Get to know residents and more. Ach du Scheiße, was ist das denn? Get a glimpse of the lives you know So ähnlich wie das Ansehenssystem aus Torn of a Golden Country, oder was? Use collected materials to cook. Craft gems to strengthen your abilities. Looks good to me. I think we'll find this useful. And discuss information you hear about from residents to take on new quests. Das ist cool. Explore every corner of these fields as you seek out new encounters. Breathtaking scenes, Wow. Das war eine geile Weitsicht. valuable items, and ferocious monsters. Enjoy the world and fulfill your wanderlust at your own pace. Vor allem sieht es doch aus, als gäbe es wirklich richtig viel Abwechslung. Und das finde ich immer so geil. Das war auch schon im ersten und zweiten Teil so. Bei X kann man drüber streiten. Which makes traversing this giant world more manageable. By enabling a navigation feature, you can set a course. Das ist so wichtig. Das hätte 2 so unbedingt gebraucht. Auch als Update hinterher nochmal. Gerade für die Sidequests. Such as the ability to change the time of day to encounter monsters that only appear at specific times. Kämpfe. Lance! Draw his attention for me. Uni! Cover fire! Leave it to me! Tion! Senna! We need you too! Understood. Just say when, guys! Thanks, everyone. I'll count down from 3. 3, 2, 1. Let's go! Draw your weapon when encountering an enemy to seamlessly enter battle. Make your approach to attack automatically. Then, harness powerful abilities called arts to strive for victory. Aber wenn ich das richtig sehe, nehmen die mehr Schaden als in Teil 2. Die Gegner. In Teil 2 hast du teilweise echt geglaubt, du haust eine Stunde auf den Gegner ein, bevor er umfällt. Anfangs zumindest. Später ging es dann, aber anfangs hast du echt gedacht, fällt der auch mal um. Das scheint hier ein bisschen besser zu sein. Ja, das Interface sieht eher aus wie 2. Each character takes on a specific role during battle. Attackers excel at damaging enemies. Aber das hat mir doch alles schon auf Twitter erzählt, was er jetzt gerade erzählt. Nur einen ganzen Twitter-Post. Das ist jetzt keine neue Information mit den verschiedenen Rollen. Each character playing their role effectively is a key point to battling. You can freely swap the character you control at any time. String together arts to activate a combo and gain an advantage. Get the enemy off balance. Knock them to the ground. Launch them into the air, then smash them down. Stringing together successful combos is quite satisfying. You can link multiple arts with stunning chain attacks to devastate enemies. Okay, das ist neu mit den Orders. Also mit den Anweisungen. Das kann aber ganz cool sein. Und mehr Variabilität in die ganze Scheiße bringen. Jede Menge Klassen. Ja, jeder kann ja alles sein, wenn ich es richtig verstanden habe. What is it? An icon just popped up over your head.
Yours seems to be the only one not logged. Huh? He's lit up like a sparking light bulb. I couldn't use this kind of Das ist blade, cool. but all the techniques I can use with it are flashing before my eyes. Each character in your party has a class that influences how they battle. Don't know how this is even working, but cool. Each class has its own attributes. Sword fighter. Lead the fight with this well-balanced attacker class. Zephyr. Evade attacks and unleash powerful counters. Ob man mit der Klasse wieder so richtig overpowered Evasion Builds machen kann? So wie Rex mit Mythra, wo er fast nicht mehr zu treffen war? Das wäre geil. Tactician. Disrupt enemies and support allies, using paper talismans called Mondo. Heavy Guard. Der ist ein Tank, ist ja klar. Weapons to defend allies and draw enemy aggro. Ogre. Crush enemy defenses with massive power. Your class can also be changed to match that of your allies. Spend time learning multiple classes for a well-rounded team. Experience earned on the battlefield increases your class rank and lets you learn Master Arcs, a set of beneficial arcs that can be added to a different class. Das ist auch cool. With Master Arts, even your defender can take a moment to heal their allies. Das ist geil. The more arts and combat strategies you wield, the easier it'll be to blaze through battles. Das klingt aber auch schon wieder extrem kompliziert, weil man auf alles achten muss, auf jede Kleinigkeit. Ich finde das cool, aber ich kenne Leute, die das nicht cool finden. What? Oh, das ist krass. Die Helden. Live fiercely, die spectacularly. That's how I want the battlefield of my life to be. It's just that as a Also das sind jetzt dann wahrscheinlich die 7. Teammitglieder, die dann temporär mitkämpfen können, was du schon mal gesehen hast. Die Stimme von dem einen ist ja so ultra tief. I can't run away from my responsibility. Doing the same as everyone around you, it's always the same outcome. Following the playbook to the letter is hardly a strategy. Whoever goes up against me, they're getting crushed. Okay, der ist cool. Muss man einfach sagen, der ist cool. Brave residents of Ionios called heroes can lend their arms and aptitude to your team as a 7th party member. Alter, wow. Only one hero at a time can assist on the battlefield, but you can swap them out as you see fit. Kriegt man die per Gacha-Mechanik? Ich frag nur. Guardian Commander. Turn the tables with boosted abilities when things look dire. Incursor. Unleash more critical hits for higher attack power. War Medic. Heal party members and bolster them with various buffs. These are only a handful of classes that heroes bring. Your party members can take on any of the hero classes as they become your allies. Ach du Scheiße. More heroes for a growing combination of classes and arts in your party. Ah, boah, das wird eine Menge. Choose to don a class's look or keep your current outfit. Find your fashion and fight for the future. Ich finde das sehr, sehr geil, aber ich glaube, viele wird das abschrecken, weil es einfach so viel ist, was auf dich einprügelt da in dem Moment. Du kannst dies machen, du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst das machen, also buff. Und dann kommt die Ouroboros ja auch noch dazu, diese Fusionsviecher da. This is no normal creature. It's something else. You've got a real death wish. Get out the way! You're just slowing me down! The nerve on this guy!
das ein Ei? Good start. It's not over yet. Oh. I felt her thoughts. So wird man also diesem Fusions-Uroboros-Viech-Dingens. And then they were a part of me. Wandam gibt uns die Fähigkeit dafür. By joining together in battle through interlinking, two characters in your party can fuse into a fiercely powerful form, known as an Ouroboros. Here are the character pairs that can interlink. Aber auch das wusste man ja schon über Twitter. Also welche zwei zu was fusionieren. Die Frage war damals aber noch, ob man es auch switchen kann. Also ob man auch andere Fusionen erzeugen kann, aber ich glaube nicht. Those guys are so selfish. Selfish how? You know what I mean. Every time we interlink, they're the ones taking the lead. So you'd prefer to take the reins? I just want to do Oh, more. oder kann man doch Like, was anderes machen? you know? Lance, come with me. I'm all set. Despite being a single body, the Ouroboros is controlled by only one of the two characters. Ja, anscheinend, ne? To modify the form and arts of the Ouroboros. Okay, das ist cool. Das ist ja richtig geil. Und da hätte ich Spaß mit. Ach du Kacke. Already powerful Ouroboros even stronger. Es wird ein langes Let's Play. Ein sehr langes. Ouroboros can also take part in chain attacks with the rest of the party. Aber geil. Das ist eine coole Form. Es sieht alles so cool aus. Ich will das Spiel jetzt spielen. Komm, haut eine Demo raus. Ja, Mann, auf dem Schwert surfen, wie geil. Alter. We were sworn enemies once. And yet, we all share the will to live in the now. Until now, I was afraid to take that first step. But now, I can do it. Not like we can afford to go just yet. So now I ain't afraid. Yeah, I'll keep going. While my flame still flickers to the bitter end. Wehe, Mio stirbt, dann werde ich sauer. Change. Both me and this world. Dann kriegt das Ding eine 1 von 10 Wertung am Ende. We'll build it for ourselves. A world with the freedom to choose. Und das war dann die Xenoblade Chronicles 3 Direct auch schon. Kurz, knackig, sehr, sehr gut vom Pacing her. Gerne mehr, Nintendo. Gerne mehr. Das war sehr gut gemacht und ich freue mich so auf das Spiel. Erweiterungspass! Und das Pyras Schwert! Und Shulks Schwert! Das ist das Monado, das Nachgemachte aus Future Connected. Kriegen wir Pyra und Mithra vielleicht als Helden und Shulk und Fiora und so weiter und so fort? Was? Bitte gib mir noch Infos zur Pyra und Mithra Amiibo. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Pyra und Mithra Amiibo, wann? Gib mir die Info noch, bitte. Ich brauche das. Ah! Verflucht. Vertane Chance. Aber, wie cool. Ja, kann man nur bei euch im Online-Shop kaufen, ist egal. Die Scheiße unterstütze ich nicht. So gerne ich die Edition noch hätte, aber nee, das meine ich nicht mit. Oh, das werde ich. Das werden wir gemeinsam als Let's Play. Das wird richtig geil, Leute. Das sah richtig geil aus. Und der Erweiterungspass, da war Pyras Schwert dabei. Wie geil ist das denn? Wir werden wahrscheinlich als Helden Pyra und Mithra bekommen, die wir dann selber im Kampf auch einsetzen können. Das ist so cool. Ich brauche den Erweiterungspass.
Hoffentlich kommen die ganzen Inhalte noch während des Let's Plays raus, weil das wird wahrscheinlich mindestens bis nächstes Jahr dann dauern. Ich würde mal schätzen, da ich das nicht als New Game Plus Story Let's Play mache, also nicht einfach nur die Story durchblasen, wie bei Chronicles 2 und 1, sondern wirklich Vanilla, könnte das durchaus sein, dass das längste Let's Play wird, das ich jemals gemacht habe. Also ich rechne hier schon mit mindestens einem hohen dreistelligen Betrag an Folgen. Mit hoch meine ich so an die 250 bis 300 Folgen. Also stellt euch drauf ein, das kann richtig, richtig lang werden. Und je nachdem, ich habe jetzt nicht genau geguckt, was im Erweiterungspass drin ist. Das werde ich mir in aller Ruhe angucken. Ich habe jetzt nur auf die Schwerter geachtet, ich weiß, es war ein bisschen doof. Aber da wird wahrscheinlich auch eine Story-Erweiterung dabei sein dann später, ein Prequel vielleicht oder ein Sequel, so wie Future Connected. Wird man alles sehen. Aber da kommt richtig geiler Stuff ab und zu. Das Spiel sieht richtig, richtig gut aus. Und ich fühle mich jetzt auch nicht komplett gespoilert, abgesehen von dem Punkt, dass diese roten Knilche da die wahren Bösen sind und dass die halt die beiden Länder manipulieren, damit die Kriege gegeneinander führen. Aber das war fast schon zu erwarten, dass sowas kommt. Das kann nicht der große Hauptplot dahinter sein. Denn die Frage, warum es diese Uhr gibt, warum die alle nur 10 Jahre leben, wieso überhaupt die Welten von Chronicles 1 und 2 fusioniert sind zu einer Welt, das ist ja noch nicht beantwortet. Und ich denke, das wird man auch erfahren. Und vielleicht gibt es das ja als Prequel-Story, wo man erfährt, aus der Sicht beider Welten, wie diese Verschmelzung überhaupt vonstatten gegangen ist. Das wäre geil. Auf jeden Fall, ich habe riesig Bock. Ich habe mir eine Demo gewünscht. Ich hätte mich hier Infos zur Pyra und Mithra Amiibo gewünscht. Gut, die beiden Sachen gab es jetzt nicht. Aber ich habe hier nichts dran auszusetzen. War für mich eine 9 von 10 Direct, weil geiles Pacing. Sie haben nicht lange auf einem Punkt rumgeritten. Gut, sie haben ein bisschen den Twitter-Kram wiederholt, aber das war fast klar. Es war eine schöne Direct und jetzt nächste Woche dann eine richtig große Direct noch, das wäre schön. Und die wird dann auch wieder live reacted, sollte sie wirklich kommen, das werden wir sehen. In jedem Fall sehen wir uns dann zu Xenoblade Chronicles 3 Ende Juli und bis dahin sage ich mal, genießt die anderen Spiele und vielen Dank fürs dabei sein und einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und Abo wäre schön. Macht's nicht gut, macht's besser, euer Schraubsel. Ciao.